Guck mal, da hängt eine komplette Wohnung am Haken. Da ist sogar die Außenbeleuchtung vom Hotelflur dran. Meine Güte. In Deutschland fehlen Hunderttausende von Wohnungen und das in einer Zeit, wo Bauen immer teurer wird. Aber schaut mal hier, da entsteht ein Hotel innerhalb von wenigen Tagen und das gelingt mit Modulbau. Das sind einzelne Module, die ineinander gesteckt werden und ja, sieht aus wie ein Container, ist aber aus Ziegelstein und hat sogar eine Fußbodenheizung. Löst Modulbau die Probleme der Wohnungsnot? Bauen wird ja immer teurer, aber vielleicht gelingt es ja mit Modulbau wie hier. Und ihr seht, hier hängt schon die Lampe vom Hotelflur, aber das Dach fehlt noch. Ich stehe genau zwischen zwei Modulen, die miteinander verankert werden. Und nebendran ist das Zimmer schon fertig. Kommt mal mit rein. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Wow, Boden ist schon mal drin. Da ist sogar ein Bett, ein Kühlschrank. Ja klar, geht noch nicht, ist ja noch nicht verkoppelt. Fernseher hängt schon drin und kleine Küche haben wir noch hier. Guckt mal hier. Und da ist ein komplettes Bad drin, Leute. Selbst die Klobürste ist schon da, nagelneu. Wie sowas geplant wird und wie man sowas macht, das schauen wir uns direkt im Werk an. Und ich stehe jetzt in der Produktionshalle, wo dieser Modulbau stattfindet. Und bei mir steht Tobias, du bist der Erfinder des Ziegelmodulbaus. Warst früher auch mal Banker gewesen. Veränderst du dadurch auch die Bauprozesse? Es könnte durchaus sein, ja, dass wir damit den kompletten Bauprozess und die Wertschöpfung im Bau verändern. Wir haben ungefähr 30% günstigere Preise wie am Markt üblich und können halt aufgrund dessen, dass wir über 90% der Stunden in so einem Bauprozess einsparen haben können, auch wirklich günstiger anbieten und vor allem dann auch, und was ein wichtiger Punkt ist, viel schneller bauen. Wie funktioniert das jetzt genau? Wir betonieren hier so eine Bodenplatte, dann wird diese Bodenplatte am zweiten Tag aufgeziegelt und dann steht sozusagen der gesamte Korpus von diesem Modul schon fertig da. Und dann wird in den weiteren Schritten einfach der Innenausbau komplett fix fertig gemacht, sodass dann am Ende ein fertiges Modul rauskommt, das inklusive Klopapier, allem drum und dran fertig ist. Was haben wir jetzt für einen besonderen Moment hier? Was macht ihr jetzt? Wir drehen erst das Ding. Das ist jetzt negativ in der Schalung produziert worden und wird jetzt umgedreht, damit man es dann positiv bauen kann. Was wird das für ein Modul? Ein Treppenhausmodul. Kannst du mal das Treppenhaus? Treppenhaus, ja. Wie viele verschiedene Module habt ihr denn? 147. 147. So schaut dann halt so ein Treppenhaus halb fertig aus. Ja, guck mal. Treppe ist auch schon drin, sogar fast fertig. Wie viele Module laufen bei dir pro Tag hier durch? Hier in dem Werk aktuell 1 bis 2. Im anderen Werk laufen 2 durch und die Lotisten laufen 4 durch am Tag. Also eine ganze Menge. Ja, das sind insgesamt machen wir aktuell 175 Quadratmeter am Tag, fertige Wohnfläche. Was baust du alles außer dem Hotel, was wir gesehen haben? Vor allem bauen wir Geschosswohnungsbau, also Mietwohnungen. Ja, und das halt in einem Preissegment, wo man sich auch noch leisten kann zu mieten. Dann haben wir am Freitag zum Beispiel eine Schule gestellt, ja, Kitas. Jetzt baust du auch noch Hotels für dich. Die gehen ja sehr schnell. Was ist jetzt das Effektive daran? Ganz einfach, wir haben vom Grundstückskauf bis zum fertigen Eröffnung haben wir halt teilweise eine Zeit von irgendwo 6 bis 8 Monaten. Ja, das heißt, der Capital Return ist wahnsinnig schnell. Ich schiebe es 35 Tonnen hier. Aber haben wir jetzt mit Muskelkraft 35 Tonnen bewegt, oder? So schaut's aus. Gut gemacht. Wir beide hier. Ja, passt aber. Und die arbeiten da drin. Also Genau. du hast den Boden liegen. Das wird ein Eingangsbereich von einem Mehrfamilienhaus. Ah, Mehrfamilienhäuser baust du auch. Genau, das wird ein Geschosswohnungsbau. Mehrfamilienhaus, ja. Da kommen, das ist ein Objekt, ja, ein Modul von insgesamt 40 und daraus entstehen dann 10 oder 12 Wohnungen. Jetzt kannst du ja rund um die Uhr hier arbeiten, also wetterunabhängig. Das ist richtig, deswegen können unsere Mitarbeiter auch im T-Shirt arbeiten, im Winter wie im Sommer.
Ich spring drüber über den Kleber. Das ist hier. Genau, also hier, Das ist alles verlegt hier. genau, das ist fertig und kommt dann hier raus und wird dann draußen so steckerfertig fertig gemacht, ja, dass man einfach nur noch anstecken muss. Am Ende werden die Fugen noch verdämmt, ausgeblasen und dann wird das Objekt verputzt. Außen die Fliesen noch verbracht und das Dach drauf, fertig. Jetzt habt ihr auch eine Fußbodenheizung hier drin. Ist das in allen Räumen so? Wie funktioniert es jetzt mit den Wirtschaftsräumen, die ihr auch baut? Also die Fußbodenheizung, genauso wie der Elektrikraum, ist ein kompletter Technikraum. Das ist auch ein komplett fertiges Produkt, das man auf die Baustelle stellt und dann ist das alles steckerfertig so vorbereitet. Das können sogar 2 Banker wie wir. Es steht hier auch eine Menge Kapital rum, würde ich mal sagen. Ja? Ja, das kommt bald wieder weg, ehrlicherweise. Es ist ja unsere Sales Proposition, dass es relativ schnell geht. Ja. Wir bauen es schnell, fahren es dann im Endeffekt auf unseren Zwischenlagerplatz und sobald wir dann erstellen beginnen, geht es ja rucki zucki. Ja. Wir machen jetzt, da wie ihr in Ilsfeld heute gesehen habt, 6 bis 8 Stück am Tag. Ja. Das heißt, so ein 10-Familienhaus steht halt in 10 Tagen inklusive Dach. Jetzt sind wir bei der Massivbauweise. Wie nachhaltig ist das? Wie lange hält denn so ein Modul? Also ich gehe davon aus, dass ich die ersten nach 100 Jahre wieder mitnehme. Das erleben wir nicht mehr. Nein, wir zwei erleben das nicht mehr.